»2000«. Oh Gott, ey. 2000. Ich muss sagen, ja, ist nur eine Zahl. Was ein echt gutes Gefühl war, die Nordinsel zu beenden. 1750, 56, keine Ahnung. Das war ein besseres Gefühl. Oder als ich auf dem Mount, was war der Name? Netaruras war, was mega anstrengend war. Das ist cool, aber 2000, das ist nur eine Zahl, ne? Das ist halt irgendwie ein Abschnitt, die Nordinsel zu beenden, einen extrem schweren Abschnitt zu schaffen. Da ist man stolz auf sich, das ist ein gutes Gefühl. Jetzt, ja, 2000, 2/3, ist cool, aber es löst nichts in einem aus. Also in mir zumindest nicht. Da gibt es andere Erlebnisse, die cool sind, wenn man mal schaut. Jetzt sind wir in den Nelson Lakes. Jetzt gehe ich gerade durch den Pass. Das ist einfach unglaublich hier. Ja, das ist ein schöner Tag, an dem wir die 2000 geknackt haben. So, ich glaube, jetzt nimmt es nochmal eine interessante Wendung an. Mir sind gerade, ich weiß gar nicht, 6, 7, 8 TA-Hiker entgegengekommen und
bin ich jetzt auf dem Weg zu einem Hut. Das liegt am See. Und, das ist die letzte Hut vor einem Pass. Und das ist ein anspruchsvoller Abschnitt, weil da ist man fast auf 2000 Meter Höhe in der Passhöhe. So, und es regnet den ganzen Morgen. Morgen soll es richtig schlechtes Wetter werden. Und die haben sich jetzt heute nicht rüber getraut, wegen dem Regen. Und gut, ich bin jetzt ungefähr bei ein bisschen mehr als 1000, würde ich sagen, Höhenmeter. So, und wenn man dann oben auf dem Pass ist, gut, hier ist jetzt alles in Ordnung, nieselt nur ein bisschen, aber auf dem Pass könnte jetzt die Hölle los sein. Und da die nicht genug Essen bei haben, sind die jetzt umgedreht und versuchen jetzt irgendwie rauszukommen. Und ja, ich habe mehr als genug Essen dabei. Wahrscheinlich werde ich jetzt heute jetzt an der Hut Halt machen. Mal sehen, wie sich es am Nachmittag nochmal entwickelt oder gegen Mittag. Wenn es besser wird, werde ich den Pass überqueren. Ansonsten werde ich wahrscheinlich 1,5 Tage da festsitzen. Also heute einen halben Tag und morgen komplett einen ganzen Tag, bis das Wetter dann besser wird. Das ist, hilft ja nichts, aber das ist schon krass. Das ist halt, man kann es halt voll überhaupt nicht beeinflussen. Krass. Schauen wir mal, wie es jetzt weitergeht und ausgeht. Und ich bin echt gespannt. Auf jeden Fall bin ich nass wie Sau. Also jetzt haben wir, ich glaube jetzt so 8 Kilometer knapp habe ich gemacht. Ich bin komplett durch. Komplett. Gut, schauen wir mal, wie es wird. Und irgendwie wird es schon klappen. So, jetzt sind wir nach 3 Nächten in der Blue Lake Hut wieder unterwegs. Ich bin hier angekommen in der Blue Lake Hut nach 3 Stunden von der West-Sabine Hut, weil da ist ja schon geschüttet wie Sau. Und hab dann da, mittags bin ich da angekommen, den Rest des Tages da verbracht. Da war dann den Rest des Tages gutes Wetter nach dem Mittag. Das war ein bisschen schlechtes Timing für mich. Andererseits hätte ich dann den Wayo-Pass schon überqueren können. Wäre schon längst viel weiter. Aber gut, den Tag später oder die nächsten beiden Tage war es halt nicht möglich, beziehungsweise sehr ungünstig weiterzugehen. Daher denke ich, war es ganz gut, jetzt 3 Nächte in der Hütte zu bleiben. Jetzt sind die Nahrungsvorräte natürlich drastisch reduziert, aber es sind noch weitere 3 Tage verbleiben jetzt noch. Sollte alles passen. Rucksack ist jetzt extrem viel leichter und heute ist richtig gutes Wetter. Wir haben jetzt nur ein bisschen Hochnebel, gut ein paar Wolken ziehen hier durch und Wayo-Pass soll echt einer der schönsten Abschnitte vom ganzen Te Araroa Trail sein. Das ist natürlich mega geil, wenn man das jetzt bei gutem Wetter macht. Freue mich jetzt schon richtig drauf. Schauen wir, wie es wird der Tag. Ich hoffe gut.
Muss ich nochmal sagen jetzt, boah, wir haben stahlblauen Himmel. Es ist einfach mega krass hier. Jetzt sind wir auf 1350 Meter auf der Höhe von Lake Constance. Der Fluss speist den Blue Lake und dazwischen ist halt wie so ein Filtersystem. Dadurch ist der Blue Lake so blau, weil das Wasser komplett durchgefiltert ist. Das ist so klar, manchmal kann man auf 80 Meter runter gucken beim Blue Lake. Und ja, wir haben jetzt noch einen richtig fetten Anstieg von 530 Meter nahezu an einem Stück. Ist gleich auf 1,5 Kilometer, 530 Meter hoch. Und ja, wie gesagt, der Himmel mega knalleblau, die Sonne ist geil. Und das ist so mega lucky, weil das ist einer der besten Abschnitte vom ganzen TA. Das ist einfach, boah, das ist ein Motivationsschub ohne Ende. Richtig cool.